Hallo aus Lüneburg. Wir sind Kara und Celia und sprechen heute ein bisschen über typische Klischees zum Studieleben. Eins der allerersten Sachen, die man immer wieder hört: haben wir 3 Monate Sommerferien? Ja, also das ist direkt mein Lieblingsklischee. Die vorlesungsfreie Zeit, die wird häufig umgangssprachlich auch Semesterferien genannt. Und das ist ein bisschen irreführend, weil mit Ferien würde man jetzt nicht unbedingt Klausuren und Hausarbeiten verbinden, aber genau das machen wir Studis ja. Und das bedeutet, wir können uns zwar die Zeit, in der wir lernen wollen und wo wir an unserer Hausarbeit schreiben möchten oder lesen, frei einteilen, aber das bedeutet nicht, dass wir unbedingt wenig zu tun haben. Dazu kommen dann noch Praktika, die man häufig in dieser Zeit macht, entweder freiwillig oder auch Pflichtpraktika in manchen Studiengängen. Klar, man kann sich dann immer mal so ein bisschen vielleicht eine Woche frei nehmen oder so, aber grundsätzlich hat man jetzt nicht 3 Monate frei. Was machen wir natürlich? Wir sind ständig am Party machen. Oder Kara? Das ist wirklich was man ständig hört. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt unbedingt mehr Party machen als beispielsweise Azubis oder Abiturientinnen oder FSJler. Natürlich haben wir durch die Uni sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Party machen und feiern gehen heißt ja nicht immer gleich, dass wir in die Clubs gehen müssen. Zum Beispiel gibt es das Lunatic Festival oder vom Hochschulsport, von den Fachschaften verschiedene Feste. Und es gibt natürlich von Lüneburg auch den Kultursommer beispielsweise. Was würdest du denn sagen? Ist Studieren generell Freiheit pur? Ja, schon. An der Uni beschäftigt man sich mit den Themen, die man sich hoffentlich aus dem eigenen Interesse frei ausgesucht hat. Und an der Leuphana ist das nochmal so, dass man sich dann nicht auf ein Thema beschränken muss, sondern es gibt ja auch den Minor, das Komplementärstudium. Am Anfang gibt es das Leuphana-Semester, wo man immer nochmal aus anderen Themen sich was dazu holen kann. Und deshalb würde ich sagen, ja, Studieren ist Freiheit pur und an der Leuphana vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Allerdings kann es natürlich auch mal sein, dass man in dem Wahlsystem mal nicht sein Wunschseminar bekommt oder seine Wunschvorlesung. Man darf aber manche Seminare und Vorlesungen auch einfach nicht unterschätzen. Denn die klingen vielleicht am Anfang nicht unbedingt nach einem Favoriten, aber sind dann doch sehr interessant, wenn man sich dann viel mehr damit beschäftigt. Auch das Campusleben, das kann man ja total frei gestalten. Wir können uns in einer Initiative engagieren, wir können zum Hochschulsport gehen, zum AStA, wir können Musik machen an der Uni, in der Fachschaft uns engagieren. Es gibt super viele Möglichkeiten. Bei so vielen Freiheiten, die man hat an der Uni, Pflichten gibt es doch eigentlich gar nicht, oder? Bei uns beispielsweise in unserem Lehramtsstudiengang, wir haben super viele Texte und Übungsarbeiten, die wir vorbereitend auf Vorlesungen oder Seminare machen müssen. Es kann sogar sein, dass ein paar dieser Übungen Studienleistungen sind oder sie sind sogar Prüfungsleistungen. Zum Beispiel Referate oder Gruppenarbeiten. Die können auch einfach mal ein Teil einer Prüfungsleistung sein. Aber es ist natürlich auch sehr cool, wenn man eine Gruppe hat, weil man einfach ein paar coole Leute kennenlernt und zusammen lernt es sich ein bisschen besser und in der Lerngruppe zusammen zu sein, das macht schon auf jeden Fall auch Spaß. Das gibt es übrigens auch direkt im Leuphana-Semester schon. Also direkt zu Beginn kann man in Gruppenarbeiten auch schon Leute kennenlernen. Und im nächsten Video, da geht es dann auch noch mehr um das Kennenlernen an der Uni. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was denn eure Meinung zu den Klischees ist. Oder auch, falls ihr noch weitere Klischees kennt, schreibt es gerne dazu. Dann freuen wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!